Ja, heute, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, sind wir mal in Abu Dhabi unterwegs. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich öle ein wenig. Plus 45 Grad hier in der Sonne, fühlt sich ehrlich gesagt an wie 65 Grad. Ist alles egal, denn ich habe eine Herausforderung für eine Challenge bekommen. Irgend so ein Scheich will gegen mich ein Rennen fahren. Der hat uns auf YouTube gesehen und hat gesagt, Junge, dich mache ich fertig mal mit dir. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, das kannst du gerne probieren. Das Problem ist nur, ich habe noch kein Auto und das besorge ich mir jetzt. Es muss irgendwas Krasses her. Matthias hat keine Ahnung, mit was für einem Wagen der Grip-Fan aus Arabien gegen ihn antreten will. In jedem Fall ist das für Matthias eine heiße Sache. Taxi. So, hoffentlich hat der Klima. Ist der klimatisiert? Ja, gut. Klimaanlage. Als man in Abu Dhabi vor 50 Jahren auf Öl stieß, begann mit dem schwarzen Gold auch ein unermesslicher Strom an Geld zu sprudeln. Und das wird gerne in Autos investiert. Für Tuner aus aller Welt ist das Emirat ein Eldorado. Leistungskuren made in Germany stehen besonders hoch im Kurs. Matthias bleibt nur ein Tag Zeit bis zum Rennen mit dem mysteriösen Araber. Ich habe ja gehört, dass es hier so eine kleine Tuning-Schmiede geben soll, die absolut kranke Autos bauen soll. Und vielleicht ist das ja genau das Richtige, um meinem Renngegner zu zeigen, wo der Hase langläuft. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Matthias allerdings noch nicht, was in den nächsten 24 Stunden auf ihn zukommt. Matthias ist auf dem Weg zu PP Performance. In Deutschland ist die Firma weitgehend unbekannt. In den Emiraten ist sie unter den PS-verrückten Arabern ein echter Geheimtipp. Die Werkstatt liegt außerhalb der Skyline in einem schmucklosen Industriegebiet, in das sich nie ein Tourist verirrt. So, da hinten soll es sein. Ich bin mal sehr gespannt, was hier so geht. Hier riecht's nach Würstchen. Der heimliche Zwillingsbruder von Snoop Doggy Dogg ist auf jeden Fall schon da. Hallo. Hallo. Sorry. PP Performance, wissen Sie, wo das ist? PP Performance? Do you know where it is? Keine Ahnung, da hinten vielleicht. Thank you. Unscheinbar in der letzten Ecke des Hinterhofes versteckt sich eine echte Edelwerkstatt. Alles, was hier steht, ist stark, schnell und teuer. Dem deutschen Jimmy Pelker und dem einheimischen Salah Alamoudi gehört die Firma. Sie schwören auf Chip-Tuning, vor allem von großen Turbomotoren. Das Ergebnis: Leistung brutal. Ich glaube, hier bin ich genau richtig. Also die Jungs, die in dem Auto drin sitzen, die sind definitiv gaskrank. Und zwar richtig. Hallo. Hallo, ich bin Matthias. Hallo, ich bin Salah. Fine. I like your Ich car. stehe auf dieses Auto. Sehr coole Flammen Very hinten nice raus. flames out of Ja, the danke. forest. Ja, ist echt ein schönes Auto. Very good. Hey, Jimmy, grüß dich, Matthias. Ja, freut mich. schönes Auto. Die Flammen sind total krass, ehrlich gesagt. Ja, das gehört dazu. Was ist denn das für ein Auto? BMW X6M 4,4 Liter V8 Biturbo. Basis 555 PS, dank uns 720 PS, 1000 Newtonmeter. Wie bitte? Wie geht denn das? Ganz einfach. Downpipes, Fächerkrümmer, Software. Nice. Also hier geht es ja recht gut, weil hier in Abu Dhabi, die sind alle krank nach Leistung. Jeder will Leistung, Geld spielt keine Rolle. Kein TÜV, keine AU, von daher haben wir... Kein TÜV, keine Kein AU, TÜV, gar keine nichts. AU, nein. Kein Auto wird hier kontrolliert? Nein. Okay. So ein bisschen Bodykit habt ihr auch, ne? Hier schön Ein Carbon. bisschen leichter gemacht, ja, aerodynamischer, ein bisschen tiefer gelegt. Ja, pass auf. Mein Problem ist, oder beziehungsweise meine Freude ist heute, ich bin herausgefordert worden zu einem Rennen, zu einer Challenge. Und ich brauche eine krasse Kiste, ich brauche ein richtiges Feuerzeug, ich brauche eine richtige Waffe. Und ehrlich gesagt finde ich das Teil schon ganz gut. Dann kannst du das gleich mitnehmen. Leite mir den aus? Natürlich. So einfach geht das manchmal, ne? Die Leistungsdaten des gedopten X6M klingen waffenscheinpflichtig. Ob der aufgemotzte Bayern-Brummer wirklich hält, was die beiden Tuner versprechen, muss er jetzt auf einer ausgedehnten Testfahrt beweisen.
Die brütende Hitze in Abu Dhabi geht nicht nur beim Menschen an die Substanz. Für solch hochgezüchtete Motoren sind die klimatischen Bedingungen mörderisch. Mal schauen, was das Monster-SUV auf der Straße kann. In Deutschland würde dieser X6 niemals eine Straßenzulassung bekommen. In den Emiraten drückt man da beide Augen zu. Abgasvorschriften, Fehlanzeige. Und so darf der biturbo getunte BMW frei durchatmen. Einen Cut gibt es nicht. Für den Besitzer, einen betuchten Autofan, scheinen CO2-Werte und Verbrauch nicht zu zählen. Dafür beschleunigt der 2,4 Tonnen BMW in unter 4 Sekunden auf 100 und erreicht 324 km/h Topspeed. Sein Preis 150.000 €. Das Auto, in dem wir gerade unterwegs sind, gehört natürlich einem relativ wohlhabenden Menschen, der einer sehr angesehenen Familie hier angehört. Und das Lustige ist, dass die alle totales Vertrauen haben, was so Kriminalität anbetrifft. Weil dieses Auto, er hat einfach komplett alles drin gelassen, was ihm gehört. Und dazu gehören 3 Handys. Ja? Also 3 Handys hat er hier drin gelassen. Das heißt also, er wird wohl noch 2 andere oder noch 3 andere besitzen. Und die braucht er jetzt gerade im Moment nicht. Und deswegen hat er sie einfach drin gelassen. Ja, genauso ging ihm das anscheinend mit seinen Uhren. Denn die hat er auch drin gelassen. Da wäre als erstes mal die hier. Die ist ein bisschen bling-bling drin, ne? Das war es aber noch lange nicht. Im Ablagefach der Tür liegen mal eben Luxusuhren im Wert eines Einfamilienhauses herum. So. Ich würde sagen, läuft, oder? Ja, das Krasse ist, die Leute haben hier so viel Geld, dass Autos tatsächlich Spielzeuge sind. Also denen ist es jetzt egal, ob das Tuning 20 oder 50 oder 80.000 € kostet oder ob das Auto 100, 150 oder 250 oder 500.000 € kostet. Das ist denen einfach schlichtweg egal. Geld spielt keine Rolle. GSKR. Sind das eigentlich Brillanten hier? Ich fürchte ja. Gut, also schön vorsichtig sein, ne? So, das Schöne ist auch, die sind nicht in irgendeiner Kartusche, sondern die liegen da einfach so in der Tür drin. 3 Uhren. Matthias will dem X6 endlich die Sporen geben und verlässt die Stadt Richtung Highway. Ah, was sehen denn meine kleinen verschlafenen Augen da? Ein Tunnel. Da freue ich mich aber. Mal hören, ne? Understatement ist in Abu Dhabi überhaupt nicht angesagt. Autos müssen schnell und laut sein. Kein Problem für diesen X6. Sound ist gut, dann wollen wir mal hören, wie der sich so unter Volllast anhört. Maximal 120 km/h. In Abu Dhabi gilt ein streng überwachtes Tempolimit. Eigentlich. Doch Salah, der einheimische Besitzer von PP Performance, hat beste Kontakte. Er eskortiert Matthias und für Grip machen die Araber eine Ausnahme. No Limit. Matthias soll den X6 testen und ausfahren. Unfassbar. Er darf auf einem kaum befahrenen Teilstück des Highways Vollgas geben. Jetzt geht's leicht bergab, 290. Und 300. Ist das ein Polizeiauto, was da rechts steht? Ja, ne? Exakt. Ach du Scheiße. Ich bin gerade mit Tacho 300 an einem Polizeiauto vorbeigefahren. Scheiße. Im normalen Leben wäre es für Matthias jetzt richtig eng geworden. Doch unser Beschützer hat alles unter Kontrolle. Die Wüstensheriffs halten die Füße still. Okay, von dieser Brücke bis zur zweiten Brücke kannst du fast 20 Kilometer Vollgas geben. Okay, viel Spaß, aber fahr vorsichtig. Okay, danke.
Dann probieren wir jetzt mal die Launch Control aus, würde ich sagen. Ne? Also volle Bremse, Vollgas bis 3000. Und dann... Okay, also die 4 Räder sind durchgegangen. Es hat ganz kurz gequietscht. Alter, wenn der den nächsten Gang reinhaut, da zerreißt es gefühlt alles in diesem Auto. Alter, ey, wie der sich verbeißt in den Asphalt. 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Es fühlt sich alles sehr entspannt an. Mit seiner unbändigen Power dürfte der PP Performance zu den schnellsten SUVs weltweit gehören. Und das nicht nur auf dem Papier. Wir haben eine Außentemperatur von 45 Grad. Ja? Und selbst bei diesen Temperaturen macht dieser Motor das mit, und zwar völlig klaglos. Unfassbar, ehrlich gesagt. Und das Schöne ist, dass dieses Paketchen hier exakt 14.000 € kostet. Und zwar inklusive Einbau. Und ich glaube, so günstig kriegt man nirgendwo so viel Leistung. Günstig ist relativ. Der 70-Liter-Tank ist nach 200 Kilometern leer. In den Emiraten ist das aber nicht so schlimm. Die Preise liegen bei 38 Cent pro Liter. Ja, das heißt unter einem Viertel von dem Preis in Deutschland. 38 Cent für Super Plus. Das heißt, wir tanken hier für unter 30 € den X6M voll. In Deutschland würde das garantiert 100 € kosten. Ich glaube, ich ziehe um. Es wird Zeit, die Kampfqualitäten des X6 gegen einen Gegner zu testen. Wenn es Abend wird in Abu Dhabi, gibt es für übermotorisierte Boliden nur ein Ziel, den Dragstrip. Jeden Donnerstagabend treffen sich die wohlhabenden Emiratis an der Beschleunigungsstrecke, um im Duell Auto gegen Auto zu ermitteln, welcher Wagen der King über die Viertelmeile ist. Serienfahrzeuge. Bei dieser PS-Party Fehlanzeige. Ohne Tuning geht gar nichts. Selbst der Fahrer dieses 1er Coupés tritt mit geschätzten 500 PS unter der Haube an. Genau das richtige Revier für Matthias. Hier fällt er mit dem chipgetunten X6 überhaupt nicht auf. Doch das soll sich schnell ändern. Ich sehe, wir sind nicht alleine. So, dann wollen wir mal gucken, wer mit mir fährt. Gegen mich, besser gesagt. Okay, guys. Okay, Jungs, wer will ein Rennen? Me. Du als erstes? Wie heißt du? Khaled. Ich bin Matthias, cool. Nice to meet you. Hi. Und was fährst du? So, which car do you have? Ich habe einen BMW M3 CSL. Okay. Okay, ich habe den X6 da. Gut? X6M with a little... Der ist etwas gemacht worden. Sehr gut, meine auch. Lass uns loslegen. Doch kurz vor dem Rennen kommt alles anders. Plötzlich steht ein Wagen auf dem Dragstrip, den hier jeder kennt. Sein Besitzer, ein Mitglied der Herrscherfamilie Abu Dhabis. Sein Name, Scheich Khalifa Al Nahyan. Niemand Geringeres als der Sohn des Präsidenten. Er kennt Grip aus dem Internet und will ein Rennen gegen Matthias fahren. Ich meine, muss ich das überhaupt mal vorstellen, ne? Also es wäre ja ungefähr so, wie wenn jetzt der Sohn von Angela Merkel auf so einem Dragstrip rumhängen würde, ja? Ohne Bodyguards, ohne alles, total entspannt in kurzen Hosen. Ja, unfassbare Geschichte. Wir treffen uns hier in Abu Dhabi jede Woche in dieser Arena. Wir tunen unsere Autos und versuchen jedes Mal etwas besser zu sein, unsere Autos noch schneller und noch stärker zu machen. Und am Ende der Saison sehen wir dann, wer wirklich das beste Auto hat.
Okay. Okay, und was fahren Sie? What kind of car do you have? Ein Mercedes SL 65 Black Series. Can you show it to me? Also ein Black Series ist natürlich ziemlich krank. Mal gucken, was ich da machen kann. Wie viel PS hat er denn? 680. 680, okay. Meiner hat 720. Aber dein Auto ist richtig schwer. Ja, der wiegt deutlich mehr. Mal schauen. Wollen wir starten? Ja, klar. Viel Glück. Okay. Normalerweise gewinnt der junge Scheich mit dem Black Series auf dem Dragstrip jedes Rennen. Okay, das ist jetzt mal richtig krass. Der Sohn vom Chef will gegen mich ein Rennen fahren. So, wir tragen natürlich einen Helm. Es ist eine Motorsportveranstaltung, also ist das Pflicht. Doch plötzlich steht Matthias vor einem Problem, das er so noch nie vor einem Rennen hatte. Mir wurde gerade zugeflüstert, dass ich den Mann bitte nicht verseilen soll. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das machen soll. Aber ich werde es probieren. Du sollst normal fahren, richtig fahren, okay? Gegen ihn. Also soll ich ihn nicht? Nur, du machst ihn fertig. Der Dings hat gesagt, ich soll ihn nicht versägen. Nein, ich habe gerade mit Salah gesprochen und gefragt, Salah, wie soll er jetzt fahren? Weil halt Hendrik auch gesagt hat, weil es Ruling Family ist. Aber machen fertig ist egal. Du sollst alles, du fährst so gut wie du kannst als Rennfahrer, okay? Bist du sicher? Sicher. Salah, because he think he will not drive normal, okay? Fahr ganz normal. Was heißt normal? Mean? Ja, volle Beschleunigung halt. Ja. Was ist, wenn ich schneller bin? Faster than him? Es ist okay. Bist du sicher? Ja. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Mach dir keine Gedanken. Wir haben noch genügend andere Gegner hier herumstehen. Okay. Okay. Also, das ist ein bisschen verrückt hier. Jetzt haben sie mir gesagt, Matthias, fahr bitte doch so schnell, wie du kannst. Und ja, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Obwohl es ein Regierungsmitglied ist, soll ich Vollgas fahren. Also keine Angst, Matthias. Es wird schon keine Peitschenhiebe geben. Oh mein Gott, ey. Ich habe sowas von Schiss in der Hose. Matthias' Konkurrent, 500 Kilo leichter und mindestens 680 PS stark. Hat der BMW überhaupt eine Chance? Alter Schwede, wie geht dieser X6 bitte ab? Das ist ja total krass. Der SL hat keine Chance. So, jetzt ist es passiert. Ich habe den Sohn vom Scheich versägt. Matthias hängt den Black Series mit seinem frisierten X6 deutlich ab. Normalerweise müsste der wesentlich leichtere Benz mit seinem V12 Biturbo vorne sein. Aber der BMW kann seine gewaltige Power auf alle 4 Räder verteilen und so die Kraft viel besser auf den Asphalt bringen. Ob Scheich Khalifa seine Autosammlung jetzt um einen weiteren Wagen ergänzt? An den rund 150.000 € Kaufpreis würde es nicht scheitern. Unfassbar. Starkes Rennen. Sehr gutes Rennen. Cooler Kopfschutz. Wo ist Ihr Helm? Ah, der ist hier drin. Ich habe ihn schon abgenommen. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre. Ja, danke dir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Der Typ war total locker. Dann hat er mir noch erzählt, dass er ultra viele Sendungen von uns gesehen hat. Also die Jungs schauen hier im Internet, bei YouTube schön nach. Ja, hier Grip, ne? Gucken wir uns mal an. Es wird hier gezeigt mit englischen Untertiteln. Und ja, war natürlich lustig, dass dieser Typ uns im Internet anguckt. Und der Spaß geht noch lange weiter. Von den Drag-Rennen können die jungen Araber nicht genug bekommen. An kühleren Tagen, so erzählt man uns, stauen sich bis zu 500 Boliden, die in der Arena Gummi geben wollen. Im Laufe der Nacht wird Matthias mit dem X6 immer wieder herausgefordert. Doch egal, wer gegen den BMW antritt. Das Resultat ist immer das gleiche.
The winner is Matthias Malmedy. Für unseren Moderator ein Märchen aus 1001 Nacht. Wenn es Nacht wird in Abu Dhabi, gehen endlich die Temperaturen auf erträgliche 37 Grad runter und die Stimmung steigt. Und weil es in den Emiraten weder eine Abgasuntersuchung noch TÜV gibt, dürfen hier die Motoren besonders schön brüllen. Doch seinen mysteriösen Herausforderer hat Matthias auf dem Dragstrip nicht getroffen. Mit ihm hat er morgen früh eine Verabredung auf einer ganz anderen Strecke. Ja, da ist nichts mehr original. Also, Drag Racing ist lustig, aber ich will Kurven fahren und das machen wir morgen früh.